Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute zeige ich euch zwei Fermente, die kinderleicht herzustellen sind. Einmal das Knoblauch-Honig-Ferment und dann das Ingwer-Kurkuma-Honig-Ferment. Kaum ein Ferment macht so wenig Arbeit und überzeugt so sehr wie der in rohem Honig fermentierte frische Knoblauch oder eben auch Ingwer und Kurkuma. Alle 4 Zutaten, also sowohl der Ingwer, der Knoblauch, der Kurkuma und der Honig, sind extrem wirksame Hausmittel bei allerlei Beschwerden. Ihre antibakteriellen und antiviralen Wirkungen sind erwiesen und dadurch, dass wir diese Zutaten jetzt auch noch fermentieren lassen, potenzieren sich ihre gesundheitlichen Eigenschaften um ein Vielfaches. Subhanallah. Wie einfach man diese Fermente herstellt, das zeige ich euch jetzt. Zuerst werden wir mehrere Knollen Bio-Knoblauch schälen und es sollte halt wirklich unbedingt Bio-Knoblauch sein. Das Schälen ist praktisch die einzige Arbeit, die man an diesem ganzen Ferment hat, zumindest was das Knoblauch-Honig-Ferment betrifft und was das Ingwer-Kurkuma-Ferment betrifft, so werden wir diese Knollen, die natürlich auch von Bioqualität sein müssen, einfach mit der Küchenmaschine klein häckseln. Und als 4. Zutat benötigen wir einfach nur reinen Bio-Honig. Also natürlich roher Bio-Honig, der darf nicht erhitzt sein. Und jetzt werden wir erstmal Ingwer und Kurkuma mit der Küchenmaschine klein häckseln. Man könnte sie natürlich auch raspeln, aber mit der Küchenmaschine geht das eben sehr viel schneller. Und die Haut, die lassen wir dran, die entfernen wir nicht. Die muss bei den Bio-Knollen hier nicht entfernt werden und unter der Schale sitzen immer die meisten Vitamine. Vor allem aber befinden sich die wichtigen Milchsäurebakterien auf der Schale. Jetzt geben wir diese zerkleinerte Masse in ein Glas und in das andere Glas geben wir die ganzen geschälten Knoblauchzehen. Und dann werden wir jetzt hier den Bio-Honig einfach auf diese 2 Gläser verteilen. Besser wäre es, wenn man pro Glas ein ganzes Glas Honig verwenden würde. Dann hat man einfach noch mehr davon, von diesem herrlichen Ferment, was nicht nur überaus köstlich schmeckt, zumindest was das Knoblauch-Honig-Ferment betrifft. Das Kurkuma-Ingwer-Honig-Ferment ist etwas scharf und der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber das Honig-Knoblauch-Ferment schmeckt richtig köstlich und mild, also man schmeckt von dem scharfen Knoblauch nichts mehr. Denn je länger der Knoblauch eingelegt ist, desto milder schmeckt er und desto weniger riecht man ihn auch. Ja, und abgesehen von seinem guten Geschmack sind diese beiden Fermente sehr gesund. Wichtig ist jetzt erstmal, dass man Ingwer, Kurkuma und Knoblauch gut mit dem Honig vermischt und sie jeweils unter die Lake, also unter den Honig drückt. Und dazu habe ich sie erstmal einen Tag in der Küche stehen lassen. Dann aber habe ich beschlossen, sie noch etwas zu bearbeiten. Und zwar habe ich den Knoblauch erstmal wieder unter den Honig gedrückt. Und dann habe ich Pfeffer zu dem Kurkuma-Ingwer-Honig-Gemisch hinzugegeben, weil der Kurkuma ja immer durch den Pfeffer besser aktiviert und besser vom Körper aufgenommen werden kann. Deshalb habe ich dazu frisch gestoßenen Bio-Pfeffer hinzugegeben und das Ganze nochmal wieder verrührt und wieder unter den Honig gedrückt. Und dann habe ich auf den Knoblauch einige Rosenquarzsteine gelegt und auch später noch andere Steine, einfach um den Knoblauch zu beschweren, damit er immer unter dem Honig bleibt. Denn der Honig ist ja sozusagen die Lake für den Knoblauch und der muss immer unter der Lake bleiben. Und jetzt kommen die beiden Gläser in einen dunklen, warmen Raum, hier in diesem Fall in meinen Abstellraum, wo sie dann in Ruhe fermentieren können. Und das kann bis zu mehreren Wochen dauern. Honig ist ja an sich schon ein durch die Bienen fermentiertes Naturprodukt. Gibt man zum Honig aber Flüssigkeit, kann man damit wieder einen Fermentationsprozess anstarten. Denn ohne die Flüssigkeit könnten sich durch den hohen Zuckeranteil keine Mikroorganismen bilden. Die Flüssigkeit kommt hier aus dem Knoblauch und das werdet ihr mit der Zeit auch merken, da der Honig immer flüssiger wird. Und bei dem anderen Ferment ist das natürlich genau das gleiche, da kommt die Flüssigkeit eben aus dem Ingwer und dem Kurkuma. Der Honig wird nach und nach flüssiger werden und es werden sich kleine Bläschen an der Oberfläche bilden. So merkt man, dass der Fermentationsprozess im Gang ist. Man sollte die Fermente jetzt mindestens 2 Wochen fermentieren lassen. Man könnte sie sogar mehrere Monate oder ein Jahr im Honig ziehen lassen. Je länger man sich Zeit nimmt, desto besser schmeckt das Ferment, besonders eben der Knoblauch im Honig. Und der ist dann auch nicht mehr scharf, sondern herrlich würzig. Und mit der Zeit verfärbt sich der Knoblauch etwas dunkler. Nach etwa 4 Wochen kann man das gesunde, leckere Knoblauch-Honig-Ferment dann auch schon benutzen. Ich habe das jetzt hier in meine goldene Milch getan.
Dazu habe ich meine selbstgemachte Kokosmilch erwärmt und dazu dann einen gehäuften Teelöffel von der Kurkuma-Paste hinzugegeben und dann schlussendlich hier dieses leckere Honig-Knoblauch-Ferment, das ich hier in diesem Fall als Süßungsmittel benutzt habe. Durch die Fermentation verliert der Knoblauch mit der Zeit ja seine Schärfe und verbindet sich mit dem Honig zu einem Aroma, das tiefer und interessanter wird, umso länger es Zeit zum Reifen hat. Und die Mischung hier mit der goldenen Milch ist eine ideale Mischung, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch was den Geschmack betrifft. Die Gesundheit der goldenen Milch wird dann durch dieses Honig-Knoblauch-Ferment noch potenziert und passt natürlich ganz besonders gut in den Winter, weil das warme Getränk nicht nur sehr wohltuend ist, sondern auch super gut das Immunsystem stärkt. Da Knoblauch und Honig für sich allein schon sehr gesunde Eigenschaften haben, ist Knoblauch in Honig fermentiert ein Wundermittel zum Abnehmen, für den Stoffwechsel, gegen Grippe, für die Gesunderhaltung von Blut, Herz und Gefäßen unter anderem. Und das Kurkuma antioxidativ, entzündungshemmend, entgiftend unter anderem wirkt, ist auch schon einigen bekannt. Und auch der Ingwer hilft bei rheumatischen Gelenkbeschwerden wie Arthritis und Arthrose, bei Bluthochdruck, gegen Demenzerkrankungen, bei Infekten, bei Verdauungsbeschwerden unter anderem. Beide Fermente gebe ich jetzt hier in meinen grünen Smoothie. Mein Video dazu kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Sie fügen diesem gesunden grünen Smoothie nochmal eine extra Portion Geschmack und auch Gesundheit zu. Milchsäurebakterien sind Bestandteil unserer Darmflora, der wundersamen Schleimhautwelt und auch unserer Haut und schützen uns davor, dass sich dort Keime festsetzen, die wir da nicht haben wollen. Dafür braucht es aber ein ausreichend starkes Team der guten Bakterien und da sich diese praktischerweise in fermentierten Lebensmitteln finden, unterstützt der ein oder andere Löffel dieser beiden Fermente den Körper auch bei der Aufrechterhaltung dieses gesunden Gleichgewichts. Davon abgesehen macht die Fermentation rohe Lebensmittel aber auch bekömmlicher, da Zellstrukturen aufgebrochen und für die Verdauung vorbereitet werden. Zusätzlich können Mineralstoffe durch den Abbau der spurenelementbindenden Phytinsäure besser aufgenommen werden. Den Ingwer-Kurkuma-Honig gebe ich jetzt ausschließlich in Smoothies, aber das Knoblauch-Honig-Ferment eignet sich auch als All-Round-Gewürz, das sich erstaunlich gut eignet, um vielen Speisen das gewisse Etwas zu verleihen. So mancher Dip und manche Soße erhält mit einer klein geschnittenen Zehe und etwas Honig ihr Tüpfelchen auf dem i. Deshalb passt dieses Ferment in fast alle Gerichte, so zum Beispiel auch in meinen frischen Gemüsesalat. Ein Esslöffel von diesem aromatischen Ferment passt sehr gut zum pikanten Geschmack des Salates und vermehrt dabei auch noch seine gesundheitliche Wirkung. Knoblauch beugt zudem Thrombosen vor und stabilisiert den Blutdruck. Er schützt die Leber, er ist wirksam in der Krebsprävention und Krebstherapie. Kurkuma wiederum kann den Cholesterinspiegel senken, ist gut für das Herz-Kreislauf-System, hilft gegen Alzheimer und Krebs und sogar bei schweren Lungenerkrankungen wieder, wirkt sich positiv auf den Darm aus und ist gut für die Galle, hemmt Entzündungsprozesse und wirkt antioxidativ. Ingwer lindert Entzündungen und Schmerzen, hilft gegen Rheuma und Multiple Sklerose, auch bei Diabetes Typ 2 und schützt vor Erkältungen, auch bei Verdauungsproblemen und Gallensteinen unter anderem. Hier habe ich ihn jetzt in den Smoothie gegeben, den Ananas-Kokos-Kurkuma-Smoothie, den ich noch inshallah veröffentlichen werde und der richtig köstlich schmeckt und dazu passt eben dieser Ingwer-Kurkuma-Honig super gut. Rohe Fermente enthalten einerseits noch sehr viele Vitamine und Mineralstoffe und andererseits die wertvollen Milchsäurebakterien, die sich während dem Fermentieren schön vermehren konnten. Diese Milchsäurebakterien sind auch Bestandteil unserer Darmflora, daher sind rohe Fermente tolle Probiotika und sie können uns dabei helfen, unsere Darmflora wieder aufzubauen. Und es gibt kaum ein einfacheres und köstlicheres Ferment als der fermentierte Knoblauchhonig. Damit ist das Video beendet und wenn es euch von Nutzen war und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit allen euren Bekannten, damit so viel Menschen wie möglich daraus einen Nutzen ziehen können. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.